Willkommen zum AV-Nav-Video zum Thema Settings und Layouts. Zunächst soll die Frage geklärt werden, wie AV-Nav diese beiden Kategorien unterscheidet. Beginnen wir bei den Settings. Settings beinhalten alle möglichen Einstellungen, die man als User rund um die Oberfläche oder sozusagen das Aussehen von AV-Nav beeinflussen kann. Da geht es los bei der Größe der Buttons, der Schriftgröße auf Buttons oder in anderen Bereichen des Programms. Es geht weiter bei Farben von Routen oder Tracks, Abständen, wie weit der Kursvektor nach vorne reicht und so weiter und so fort. Es gibt also eine Unmenge an Einstellungsmöglichkeiten, aber zum Glück bietet die neue Version von AV-Nav einige Erleichterungen. Dazu aber später mehr. Was aber sind dagegen Layouts? Layouts fassen zusammen, wie ich die Widgets auf der Navigationspage, der Routenpage und im Dashboard beeinflussen kann. Widgets sind fest definierte Bereiche, die verschiedenste Inhalte und Daten neben der eigentlichen Karte darstellen können. Vielleicht kennst du Widgets auch von deinem Handy, zum Beispiel zur Anzeige von Wetterdaten. Im Layout kannst du zusammenfassen, welche Widgets wo zu sehen sind und wie diese dann konfiguriert werden. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen Settings und Layouts. Layouts umfassen ganz individuelle Gestaltungen für die Sichtbarkeit von Daten in AV-Nav. Settings regeln die grundsätzlichen Einstellungen der Oberfläche und beinhalten auch Layouts. In diesem Video geht es um die Display Settings. Dazu gehen wir über das Main-Menü zur Seite Settings. Dort zeigen sich zwei Bereiche. Links die Setting Groups und rechts die Stored Settings. Auf kleine Displays zum Beispiel von Handys erreicht man den rechten Bereich allerdings erst durch Wischen. In den Settings Groups findet man die Gruppen oder Kategorien, innerhalb derer man Einstellungen vornehmen kann. Die am häufigsten gebrauchte Gruppe dürfte die für die Buttons sein. Dort kann zum Beispiel die Buttongröße eingestellt werden oder, ganz wichtig, ob erklärender Text auf den Buttons oder in den Main-Menüs sichtbar werden soll. Im Video werden nur die wichtigsten Einstellungen angesprochen. Probiere einfach in Ruhe aus, wie sich welche Einstellungen auswirken, damit du dein Setting finden kannst. In der Gruppe General können die Schriftgrößen eingestellt werden. Das wirkt sich auf Buttontext und Widgets aus. Wie die Nachtsicht eingestellt wird, ist für diejenigen von großer Bedeutung, die AV-Nav auch während einer Nachtfahrt nutzen wollen. Mit diesen Einstellungen kann ich mein Display individuell so einstellen, dass nachts nichts blenden kann. Weitere Dinge, ob ein Alarmsound hörbar sein soll, schließen sich an. Das geht man, wie erwähnt, am besten in Ruhe selbst durch. Der dritte, nicht unwichtige Bereich ist die Gruppe Navigation. Hier sollten vor allem die Einstellungen zum Kursvektor des eigenen Bootes und die Einstellungen zur Ankerwache Beachtung finden. Wenn das Klicken auf die kleinen Fragezeichen zur Erläuterung der anderen Einstellmöglichkeiten nicht ausreicht, hilft ein Blick in die Dokumentation. Da einen die Setting Groups durch ihre Fülle durchaus erschlagen können, gibt es in der neuen AV-Nav-Version von 2026 eine zweite Struktur zur systematischen Darstellung von Settings. Denn über die Schaltflächen im Main-Menü und die Buttonleiste erreicht man an vielen Stellen den Button Display Settings. Dort tauchen dann nur die Settings auf, die für die jeweilige Seite, auf der man unterwegs ist, relevant sind. Das probieren wir einmal aus, hier zum Beispiel den Charts Overlay Bereich. Wenn man nun auf Display bzw. Display Settings klickt, erhält man nur die für die Kartendarstellung relevanten Einstellmöglichkeiten. Das ist also ein bisschen übersichtlicher und schneller im Zugriff als über die Settings Page. Probiere einfach aus, auf welchen Seiten du Display Settings angeboten bekommst. Denn den Display Setting Button wirst du nicht überall finden. Nun weißt du im Überblick, wo du welche Settings vornehmen kannst. Was aber passiert, nachdem du Änderungen vorgenommen hast? Erst einmal erscheint immer, wenn an irgendeinem Setting etwas geändert wurde, oben rechts ein kleines rotes Settings-Icon, sozusagen zur ständigen Erinnerung, dass es da etwas zu speichern gibt.
Klickst du auf das kleine rote Icon, kannst du direkt einen Namen für dein neues Setting vergeben oder einen vorgegebenen übernehmen und auf Save klicken. Um einen Überblick über gespeicherte Settings zu erhalten, wechseln wir zurück auf die Display Settings Page. In der rechten Spalte Stored Settings sind alle bisher gespeicherten Settings als Liste abgelegt. Über das Stiftsymbol kannst du das jeweilige Setting herunterladen, editieren oder auch aktivieren und einiges mehr. Das gleiche lässt sich auch direkt rechts über die Buttonleiste erreichen. Dem Setting System.Default fehlt der Stift. Settings mit System. Im Dateinamen sind fest voreingestellte Settings, die nicht änderbar sind. Hintergrund ist, dass in AV-Nav zumindest 2 Settings hinterlegt sind, die immer funktionieren, auf die man immer wieder zurückkommen kann, falls man etwas komplett verstellt hat. Das ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Danke fürs Zusehen, das war's wieder und nun viel Erfolg beim Einstellen von AV-Nav.